Ja, wir sind heute bei HD Plus zu Gast. 5 Jahre sind seit dem Start vergangen. Ich habe an meiner Seite Herrn Schneckenburger, Geschäftsführer von HD Plus, und wir wollen Ihnen heute Fragen stellen zum Ablauf von HD Plus in den letzten 5 Jahren. Im Forum von Digitalfernsehen wird HD Plus seit dem Start kritisch beobachtet. Ein Kritikpunkt dabei ist, dass nur wenige Inhalte in nativem HD bereitgestellt werden. Wie sieht es denn da aus? Gut, also das mag vielleicht eine gewisse Berechtigung gehabt haben, diese Frage respektive dieser Vorwurf vor 5 Jahren, als natürlich zu Beginn der Technologie noch ein gewisser Anteil in SD war, in Standard Definition. Heute ist es allerdings vollkommen obsolet. Mehr als 90% der gesamten Sendungen bei den größeren Sendern sind natives HD und damit in der besten verfügbaren Qualität. Ja, wir hatten ja schon gesagt, 5 Jahre sind seit dem Start vergangen. Ist ein erster Meilenstein. Wo sehen Sie HD Plus denn in weiteren 5 Jahren, also zum 10-Jährigen? Okay, gut, ist natürlich immer nicht so einfach in die Zukunft zu schauen, aber also was wird auf jeden Fall sein, wir werden auf jeden Fall noch mehr und vor allen Dingen weiterhin so zufriedene Kunden haben, und zwar sicherlich sowohl im HD-Bereich als auch im UHD-Bereich. Das ist eine Entwicklung, die vor der Türe steht, wo wir als HD Plus sicherlich eine gewichtige Rolle mitspielen werden. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir eben im nonlinearen Bereich, das heißt im Bereich der Streaming-Angebote unserer Senderpartner, auch noch deutlich mehr Kunden haben als heute. Ja, in den letzten Monaten hat HD Plus die Kanalanzahl deutlich gesteigert auf mittlerweile 19 Sender. Wie sieht es denn für 2015 aus? Gibt es da schon Neuigkeiten, die Sie verraten können? Naja, Sie kennen unsere Haltung ja bei dieser Frage, nämlich wir kommunizieren erst dann, wenn wirklich die Verträge unterschrieben und auch die Tinte trocken ist, wie man so schön sagt. Aber eins kann ich Ihnen versprechen, auch die HD Plus wird in den nächsten Monaten und Jahren weiterhin an Sendervielfalt dazugewinnen, sodass wir ein möglichst breites Angebot für jedermanns Geschmack haben. Ganz konkret, Herr Schneckenburger, in der letzten Woche wurde verkündet, dass Sat.1 Gold in HD auf der HD Plus Plattform startet. Wie sieht es denn da aus? Also Sie haben recht, Herr Betzold, dass wir Sat.1 Gold als neuen Senderpartner begrüßen werden dürfen. Freue mich auch drauf. Aber zum konkreten Launchtermin, also zum Starttermin, haben wir noch keine Aussage getroffen. Insofern, sobald da etwas Konkretes feststeht, lasse ich Sie persönlich wissen. Okay. Ja, hochauflösendes Fernsehen hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Nicht zuletzt dank HD Plus. Mittlerweile ist auch Ultra HD ein großes Thema. Wie steht HD Plus zu Ultra HD? Was wird da in den nächsten Jahren, Monaten passieren? Also Sie haben natürlich recht, UHD ist ein ganz großes Thema, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass die Einführung von UHD einen ähnlichen Vorlauf benötigt wie damals die Einführung von HD. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette muss letztendlich neu auf UHD ausgerichtet werden, angefangen von den technischen Spezifikationen über die Aufnahmetechnik, über natürlich die Ausstrahltechnik, die gesamte Playout-Technik muss entsprechend angepasst werden. Vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, nur fair zu sagen, dass es sicherlich noch das ein oder andere Jahr benötigt, bis wir im linearen Bereich auch eine hohe UHD-Marktpenetration haben. Nichtsdestotrotz würde ich aber gerne auf einen Punkt hinweisen, nämlich es werden ja dennoch schon heute UHD-Fernseher verkauft. Und hier ist es ja wichtig, wie die Signalquelle ist. Und da wäre es aus meiner Sicht wirklich grob fahrlässig, einen UHD-Fernseher mit einem SD-Signal zu versorgen. Und da wiederum fungiert natürlich HD und damit auch HD Plus eben als verlässliche Brückentechnologie. Ein hochskaliertes HD-Bild ist noch nicht so toll wie ein natives UHD-Bild, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber für mich persönlich ist es eigentlich das Schlimmste, wenn ein SD-Signal in einen UHD-Fernseher eingespeist wird. Dann ist das eigentlich ein ziemlich trauriges Ergebnis, weil ich zwar eine tolle Hardware habe, aber keine gute Signalqualität. Ja, bleiben wir bei unserem Digitalfernsehen-Forum. Auch die Kritik, dass Aufnahmen nicht vorgespult werden können, beeinflusst werden, ist da immer wieder zu hören. Da hat sich doch auch einiges geändert. Ja, wie Sie wissen, ist es zunächst einmal ja eine Entscheidung der Sender, ob sie diese Vorspulrestriktion umsetzen oder nicht umsetzen.
Und in der Tat hat sich da einiges geändert, als dass die Pro701-Gruppe diese Vorspulrestriktion gelockert hat, respektive aufgehoben hat, sodass es nun bei den Pro7-Sat.1-Sendern möglich ist. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Hintergrund für alle Leser respektive Zuschauer. Natürlich war mit der Einführung von HD waren sehr, sehr viele verschiedene Partner beteiligt. Also die Rechteinhaber, die Studios, die Fernsehsender. Und jeder hat natürlich bei diesem besonders hochwertigen Gut, nämlich HD, seine Bedürfnisse und seine Wünsche geäußert. Und darunter zählt eben durchaus auch, dass die Rechteinhaber den Wunsch hatten, dass letztendlich dort gewisse Signalschutzvorkehrungen getroffen werden und wiederum die Sender den Wunsch hatten, dass ihr Geschäftsmodell, das eben heute werbungsfinanziert ist, geschützt wird. Von daher ist die Situation mit der Vorspulrestriktion entstanden und, das möchte ich auch mal dazu hinweisen, das ist ja nicht nur bei HD Plus für die Satellitenkunden der Fall, sondern das ist, wie Sie wissen, ja auch bei den Kabelnetzbetreibern der Fall. Insofern gilt hier gleiches Recht für alle, wenn man so möchte, und die Vorgaben der jeweiligen Sender werden hier eben umgesetzt. Ja, ein ebenfalls heiß diskutiertes Thema ist das Thema Ablauf von Aufnahmen, Zeitstempel bei Aufnahmen, Verfallen Aufnahmen bei HD Plus. Das Gerücht hält sich hartnäckig in den Foren, so auch wieder bei uns im Forum. Nehmen Sie Stellung dazu? Ja, da muss ich mal schmunzeln, ehrlich gesagt, Herr Petzold, weil ich weiß gar nicht, woher dieses Gerücht kommt, aber es gab noch nie einen Zeitstempel bei HD Plus und den wird es sicher auch nicht geben. Deswegen danke ich für die Frage, damit man mal bei solchen, ich sag mal, Falschannahmen und falschen Gerüchten einmal ausräumen kann. Okay, Herr Schneckenburger, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview. Gerne. Und wünsche weiterhin auf viele erfolgreiche Jahre bei HD+. Danke, Herr Petzold. Danke. Okay.